In der Evolution 9 Kollektion kombiniert Grand Seiko seine traditionellen Werte mit einem modernisierten Design. Besonders eindrucksvoll wird das bei den beiden Modellen der White Birch deutlich, die auf den ersten Blick zwar sehr ähnlich sind und mit 9.500 € sogar gleich teuer, im Inneren aber verschiedene Technologien einsetzen. In diesem Makrovideo vergleichen wir die Referenzen SLG-H 005 und SLG-A 009 und erklären den Unterschied zwischen Spring Drive und High Beat. Die Zifferblätter der beiden Uhren sind fein strukturiert und sollen an die weißen Birkenwälder in der Umgebung des Grand Seiko Uhrenstudios in Shizuku-ishi erinnern. Dabei ist das Zifferblatt der mechanischen SLG-H 005 etwas silbriger und auffälliger strukturiert als das der Spring Drive Variante SLG-A 009. Die Zifferblätter aus Messing werden in die entsprechende Form gestanzt und mit einem Reliefstempel dreidimensional verformt. Damit das Endergebnis aber glatt ist und es damit möglich wird, die makellos gearbeiteten Stundenmarker und das Logo aufzusetzen, sowie die gedruckten Schriften aufzubringen, wird das Zifferblatt in einem weiteren Schritt mit einem durchsichtigen Lack überzogen. In Sachen Zifferblattverarbeitung leistet Grand Seiko wirklich exzellente Arbeit. Perfekte Oberflächenpolituren und Schliffe auf Zeigern und Stundenmarkern sind den Uhrmachern besonders wichtig. Die Handwerkskunst wird in Japan extrem geschätzt und kulturell als ein Streben nach Vollkommenheit beschrieben. Es ist ein Feld, auf das die Japaner sehr stolz sind und für die sie weltweite Anerkennung genießen. In der Firmenphilosophie von Grand Seiko legt man zusätzlich auch besonderen Wert auf die Natur der Zeit. Dabei geht es unter anderem darum, dass die Zeit eine konstante Kraft der Natur ist, die sozusagen ständig und stetig fließt und nicht etwa sekündlich und portionsweise tickt. Mechanische Uhren mit 21.600 oder 28.800 Halbschwingen pro Stunde der Unruh kommen an diesen Fakt schon näher ran als Quarzuhren, die üblicherweise sekündlich ticken. Noch flüssiger wird es bei einem High-Beat-Uhrwerk wie dem 9SA5, welches in der rein mechanischen Referenz SLG-H 005 verbaut ist. Die Unruhe in diesem Kaliber schwingt 36.000 Mal pro Stunde, also 10 Mal pro Sekunde. Das heißt, auch der Sekundenzeiger absolviert 10 Teilschritte in einer Sekunde. Mit Spring Drive hat Grand Seiko allerdings eine Technologie im Angebot, die ein noch flüssigeres bzw. wirklich flüssiges Voranschreiten des Sekundenzeigers ermöglicht. Mit der Entwicklung dieser Technologie waren die Ingenieure über 28 Jahre beschäftigt und 600 Prototypen wurden gebaut. Das Ergebnis verbindet auf wirklich einzigartige Weise Mechanik und Quarztechnologie miteinander. Grand Seiko und Seiko haben in beiden Bereichen eine sehr hohe Kompetenz. Die Vorteile beider Welten in einer neuen Technik zu fusionieren, ist wirklich ein Meisterstück der japanischen Ingenieure und wird natürlich exklusiv in der Firmengruppe verbaut. Anhand der beiden Modelle, die bis auf die Technologie extrem ähnlich sind, stellt sich noch viel mehr als sonst die Frage: Mechanik oder Spring Drive? Oder für die Hardliner unter euch, wie viel Mechanik steckt eigentlich in Spring Drive? Dafür muss man die Technologie erst einmal erklären. Grand Seiko hat uns auf Nachfrage netterweise eine Art Lehrfilm zu Spring Drive zur Verfügung gestellt, damit wir euch das Ganze etwas besser erklären können. Der Aufbau des Uhrwerks ist erstmal genauso wie bei einem klassischen mechanischen Werk. Wir haben ein Federhaus und eine Abfolge von Rädern, die dank einer bestimmten Übersetzung dafür sorgen, dass die angeschlossenen Zeiger und gegebenenfalls auch Komplikationen sich im richtigen Verhältnis zueinander bewegen. Damit sich die Federenergie aber nicht direkt und unkontrolliert wieder entlädt, brauchen wir eine Bremse, die dafür sorgt, dass die Energie im gleichmäßigen Tempo abgegeben wird. Das ist die Hemmung. Sie besteht bei einer klassischen mechanischen Uhr aus den 3 Bauteilen Ankerrad, Anker und Unruh. An dieser Stelle setzt Spring Drive an. Die Hemmung wird durch ein Gleitrad mit permanenten Magneten ersetzt, welcher von einem Elektromagneten umgeben ist, also einer Spule. Durch die Drehung induziert der Permanentmagnet eine Spannung in diese Spule des Elektromagneten und erzeugt, wie bei einem Dynamo, einen elektrischen Strom. Dieser Strom speist daraufhin einen Schaltkreis, hier als IC gekennzeichnet, der mit einem Quarzkristall verbunden ist und bringt diesen zum Schwingen. Wie bei einer normalen Quarzuhr dient die Schwingfrequenz des Quarzkristalls als Taktgeber. Läuft das Gleitrad der Hemmung zu schnell, wird daraufhin ein elektrischer Strom in den Elektromagneten zurückgespeist. Das entstehende Magnetfeld sorgt dann dafür,
dass dieses wieder ausgebremst wird. Die gesamte Energie kommt dabei allein von der mechanischen Feder. Eine Batterie sucht man vergebens. Und dadurch, dass das Hemmungsrad keine physische Verbindung mit dem Elektromagneten besitzt, bewegt sich der daran angeschlossene Sekundenzeiger, anders als bei einer mechanischen Uhr, ganz flüssig und komplett ohne Zwischenschritte. Das hier verbaute Springdrive-Werk 9R A2 arbeitet so energieeffizient, dass eine Gangreserve von bis zu 5 Tagen möglich ist. Die Uhr besitzt jedoch einen Aufzug per Rotor wie eine Automatikuhr und ein doppeltes Federhaus. In Sachen Präzision ist die Technologie einer mechanischen Uhr weit überlegen und weicht, im allerschlimmsten Fall, um plus minus 10 Sekunden im Monat ab. Damit kann das ebenfalls automatische, aber vollmechanische Pendant mit Highbeat-Kaliber 9S A5 nicht mithalten. Grand Seiko gibt hier eine mittlere Ganggenauigkeit von -3 bis +5 Sekunden pro Tag an. Dieser Wert ist allerdings schon ziemlich gut, zumindest ist er nah dran an den Richtlinien für Chronometer. Das 9S A5 ist zudem wirklich ein wunderschönes Uhrwerk und wurde erst vor 2 Jahren zum 60. Jubiläum von Grand Seiko präsentiert. Damals im Goldgehäuse einer limitierten Edition und zum schlappen Preis von 45.000 €. Darüber hatte ich damals sogar einen Artikel in der Ausgabe 3 2020 von Amann geschrieben. Den gibt es inzwischen auch auf unserer Webseite amannuhren-online.de zum Nachlesen. Damals schrieb ich noch, dass das 9S A5 vorerst nur im Jubiläumsmodell zum Einsatz kommt. Das hat sich inzwischen geändert. Verpackt im designtechnisch modernisierten Edelstahlgehäuse der Evolution 9 White Birch wird das Werk endlich deutlich erschwinglicher. Dabei bietet es so manchen technischen Leckerbissen. Neben der hohen Schwingfrequenz von 36.000 Amplituden pro Stunde haben die Ingenieure von Grand Seiko eine ganz neue Hemmung entwickelt, die wie eine Chronometerhemmung mit doppeltem Impuls funktioniert. Das Ankerrad überträgt in einer Richtung die Federenergie direkt auf die Unruh. In der anderen Richtung passiert das jedoch wie bei einer normalen Hemmung über den Anker. Durch den direkten Impuls kann bei einer solchen Doppelimpulshemmung eine höhere Effizienz erreicht werden. Die Unruh ist eine komplette Neuentwicklung beim 9S A5. Sie schwingt frei und erhält eine neue und besonders gebogene Spiralfeder. Praktisch führt das zu einer stabileren Ganggenauigkeit und einem gleichmäßigeren Schwung der Unruh. Beide Werke sind extrem hochwertig verarbeitet und finisiert. Aus marketingtechnischer Sicht stellt Grand Seiko die beiden Werke mit den beiden in Anführungszeichen gleichen Modellen auf eine Stufe. Bis auf die Gangreserveanzeige auf der Rückseite der Springdrive-Variante bieten sie auch genau dieselbe Funktionalität. Die Gehäuse beider White Birches sind mit 40 mm Durchmesser gleich groß. Die mechanische Variante jedoch ist mit 11,7 mm um ein Zehntel Millimeter flacher als die mit Hybridtechnik. Ob man sich nun für Springdrive oder Highbeat entscheidet, ist im Grunde eine Wesensfrage. Möchte man eine komplett mechanische Uhr oder doch eine, wo Elektrik verbaut ist? Beide Werke sind jedenfalls einzigartig für Grand Seiko. Welches würdet ihr wählen? Schreibt uns das gerne mal in die Kommentare. Ganz persönlich würde ich mich für das mechanische Modell mit dem 9S A5 entscheiden, weil mir die Doppelimpulshemmung so imponiert. Vielen Dank, wenn ihr bis hier dran geblieben seid. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.